So. Wie What gehen can wir I do das? for you, Doctor? Hier. I have found the secret laboratory, and I have the formula. And the author of the diary, did you meet him? Yes. He was badly disfigured. Nothing more than a beast. And I cannot guarantee it wasn't connected to his experiments. I don't care. Give me the formula, Doctor. Hier haben Sie sie. Ich kann Ihnen die Formel nicht geben. Er könnte seine Schwester töten. Ach, ich bin einfach zu neugierig. Sorry. Ich bin einfach zu neugierig. But please, be very careful. You're entering uncharted territories here. This is what science has always been about, Dr. Reid. Thank you so much. I can't say it's been a pleasure, but we're both scientists, and I am grateful you asked me to undertake this search for you. I have something for you, then. It is the most precious thing I have to give. Even more important than the Swanborough secret recipe. There is really no need for payment. Please have it, Dr. Reid, I insist. I'm sure you'll find it more useful than I would. Danke. Goodbye, Mr. Swanborough. I'll leave you now. Wandering in this part of town at night, you're either brave or a fool. Will ich das jetzt machen? Er wird das gleich bestimmt machen. Okay, dann gehen wir mal weg. Wow. Also, ja, dann haben wir die Quest auch schon mal erledigt. Denn ich habe immer noch das Gefühl, dass hier immer noch Quest fehlt. Aber wir hier schon eigentlich alle kennen. Okay. Dann gehen wir mal wieder mal in eine Stadt rein. Hallo. Oh. Tada, geschafft. Okay. Gehen weiter, geradeaus weiter. Gut. Warte mal, wie von den stummen Mädchen? Wo ist... Wird ja gar nicht hier angezeigt. Dorothy, Pfeffer, Priester, Hayson, Camilla, Darius. Ach, Camilla, stimmt, die heißt ja Camilla. Oh, haben wir schon, okay. Brauchen wir nicht. Ich will eigentlich so viel mehr von ihm erfahren. Von ihr auch. Hey, sie kommt da gar nicht durch. Was? Good evening, Kristen. Change. Hier. Okay. Okay, How are the conditions in Whitechapel these days? When I think about all the people who died trying to reach England, it seems we escaped a war just to die on foreign shores, hated by all. Okay, über Clayton Davies Untersuchung. Clayton Darby claims he will expose the crisis in Whitechapel to all of London. Do you believe him? I believe Clayton's courage will erode with time, until he finally leaves Whitechapel to start another fight somewhere else. Warum so skeptisch? Why this skepticism? How can you speak about starvation if you've never been hungry? Or about poverty? Or anything else you have never suffered from?
Da ist sie Are wahr. you talking from experience? I've seen your type come here to get a good fuck in a cheap room or a dark alley before going back to their fancy houses in the West End. Okay. Goodbye, miss. Take care of yourself as best you can. Mehr haben wir von ihr nicht. Most of them don't speak English. How am I supposed to interview? Pay me a glass and I'll be gentle. Pay me a bottle and I'll be... Finden wir echt nicht mehr über sie oder so? Ach, da oben, okay. Aha, ich wusste, dass er da reingeht. Das wusste ich. Mal gucken, welche Lügen erzählt er hier? Hä? Hallo? 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 Warum funktioniert das nicht? Ah, so, weil die auch noch... Ach so, okay. Ah, jetzt You funktioniert das. still want more from Christina? When we spent the night together, my wallet went missing. Are you calling me a thief? I don't have your stupid wallet. I know you. You're a nice girl. Can't we solve this amicably? No, I don't think so. And if you think you know me just because we share the bed together, you're just a lousy and arrogant journalist. Die hatten miteinander was. I cannot enter. Ah, okay, kann ich nicht. Ich will hier durch. Okay, hier. Aber von ihr haben wir eine Info, ja. Hallo Christina. Good evening, Christina. Change your mind, Mr. Reid? Nein, ich will nicht. Haben Sie Clint Davys Brieftasche gestohlen? Did you steal Clayton Darby's wallet? Tell me the truth, Christina. Of course I stole it. But I never thought he would come back to look for it. Why did you do it? He seems to trust you. For a time I thought he was different from other men. In the end, he just wanted to sleep with me. Same as the others. Vielleicht ist Clayton anders. Sie haben ihn bestohlen. Geld und Liebe sind selten eine gute Mischung. Perhaps Clayton is different. Maybe you two should talk. A conversation couldn't hurt. I know what I am and what people call me. I sleep with men for money. If I can accept that, why can't he? No. My future is with the ones I love, not with Clayton Darby. The ones you love. The money you stole is not for you, then? My brother is still in our hometown in Romania. I am the only one who can buy him a ticket to England. Aha, sehr interessant. Das Risiko, das sie für ihren Bruder eingehen. Tell me, Christina, is it worth risking your health and your life for your brother's safety? He's the only family I have left. I had to leave Romania without him. I can't be happy until he is near me again. Ihre Sorge sind mir vertraut. I understand your concern. I spent many months away from my family when I served on the front line in France. Every time I write to him, I fear I won't receive an answer. It kills me to know he is still there. Oh, sie gehen viele Risiken ein. Das ist aber kein Grund. London ist auch gefährlich. Sie gehen viele Risiken ein, das But stimmt. what about your life, Christina? Are you so worried about your brother's survival that you'll risk your own? You think you know it all because you fought in the war. But my brother is no soldier. I know. We all understand the risks to soldiers.
But we don't necessarily recognize the civilian casualties caused by these conflicts. Yes. Wars are decided by rich men who will never take the risk of being shot, raped, or maimed. Weiß ihr Bruder, was sie Does tun? your brother know what you do to earn the money to bring him here? Don't be simple, of course not. And he must never know. Everything will be different once he is here with me. Aber ich glaube nicht, dass es alles anders wird. Goodbye, miss. Take care of yourself as best you can. Kann man mit ihm auch noch reden? Most of them don't speak English. Good evening, Doctor. Can I help you? Hat diese Frau ihre Brieftasche gestohlen? Tell me, Clayton, do you really think this young woman stole your wallet? Christina. Yes. I recently met her. A nice girl, despite her questionable conduct. Wie bist du ihr begegnet? How exactly did you meet, Christina? During my investigation, I offered my hotel room to her to rest and get away from the street. And what happened? The next morning, my wallet and my watch had disappeared. I suppose that's what you get for being a good Samaritan. Sie sollten If you vorsichtiger are sein. going to sleep with a lady of the night, Clayton, I would advise you to be cautious. I can't really be mad at her, though. She's just trying to survive. She doesn't have many options. Oh. Über Christina, Bruder. Do you know that Christina is hoping to pay for her brother to travel to England in the near future? I see. No, she didn't tell me that. But that explains many things. Do you believe she will ever see her brother again? As long as the war rages in Europe, I'm afraid her chances of seeing her brother again are slim to none. Über ihre Beziehung zu Was it Christina. wise to become so intimate with a woman you were supposed to interview, Clayton? Maybe it was. But I have learned to look for the inner truth and beauty in people. Verzeihen Sie, Sie haben recht. Es mangelt Ihnen an Objektivität. Verzeihen Sie. Wie meint er das? Oder Sie haben recht. Ich versuche das mal. I apologize. I didn't mean to be rude. What can you tell me about this woman? She is very sensitive. So nostalgic about her country. I saw her cry once because she'd lost a precious souvenir from her homeland. What was it? A scarf her brother gave her before she came to England. Why are you so concerned? You seem to have something on your mind, Mr. Darby. That we could make peace if I could find it and give it back to her. But I'm afraid she lost the scarf somewhere during her night shift. Oh, eine neue Untersuchung. Wir finden Goodbye, den Mr. Schal. Darby. Und dann bringen wir euch zusammen. Ihr würdet echt ein süßes Paar Good evening. abgeben. Shane, London? Nein. Persönliche Fragen? Auch nicht. Okay. Goodbye, miss. Wir müssen den Schal finden. Verfolgen. Wo finden wir den? Ach, der Schal ist genau da. Warum? Ich muss, glaube ich, außen rum gehen, ja. Ich muss in der Richtung gehen, habe ich recht? Ja. Und dann gleich hier einbiegen. Okay. Hier ungefähr muss ihr Schall sein. Und ich befürchte, dass es der Schall das hier ist. Ah, nur eine wässrige Blutprobe. Ist er hier drin irgendwo?
Oder ist er hier? Klopf, klopf. Hallo, ist jemand zu Hause? I have thirst for blood. Ich habe das Gefühl, wir müssen hier rein. Ja. Aber das Kerl hat nichts, ne? Nein. Okay. Hallo? Okay, gucken. Hier ist auf jeden Fall Geld. Da ist auf jeden Fall auch was. Ah! Gib ihn Christina Popper oder gib ihn Clayton Darby? Ah, warum stellen wir so eine Wahl? Ich glaube, ich gebe es ihnen aber. Und damit sie sich wieder vertragen können. Können wir nicht so eine Art Abkürzung nehmen oder so? Okay. So. Dann können sie sich ja wieder vertragen und dann... Weiß ich nicht. Aber ich denke aber, die Tür wäre offen. Das ist fies. Wir geben Ihnen das. Dieser Schal könnte Sie interessieren. I found this scarf. I believe its owner would be happier to receive it from you. Dr. Reid, I may be a humble and dogged reporter, but I recognize a gentleman when I see one. Take this for your trouble. Mr. Darby, I believe your feelings for Christina are deeper than you might admit. I'm the journalist here. I'm the one who makes assertions. But as a journalist, you also have to honor the truth. So, what is the truth about you and Christina? I won't use the word romance, but yes, I do care for her. A lot. I hope the feeling is mutual. Ridiculous, is it not? Liebe kennt weder Grenzen noch Regeln. Liebe ist nicht mehr Fachgebiet. Liebesgeschichte können tragisch enden. Nein, Liebe kennt weder Grenzen noch Regeln. I believe love has neither boundaries nor rules, Mr. Darby. Even if society says the opposite. I hope more people will listen to your advice, Doctor. Starting with Christina. La la. Goodbye, Mr. Darby. Farewell. Jetzt fragen wir mal Christina. Good evening. Change. Falls wir sie überhaupt fragen können. Ja, über ihre Gefühle für Clayton. Clayton's feelings towards you are romantic and serious. Is this feeling mutual, Christina? That is the least of my concerns, Dr. Reid. Perhaps Clayton has time to think about these things, but I don't. If you had time to question your heart, what would it say? That men are pigs. But it doesn't bother me as long as they pay. Oh, okay. Über Christine, I don't. Gesundheit. You And you, can if it is, Okay, Clayton. I will. okay. Hier habe ich doch alles genommen. Warum ist das noch egal? Goodbye, Miss. Wir sind auf jeden Fall fertig. Also haben wir. Okay, da muss ich noch hingehen. Haben wir. Okay. Wir wissen ja, was wir als nächstes tun werden. Warte mal. Wer ist das? Ach, Benjamin Palmer und Albert Palmer. Die müssen irgendwo hier hinten sein. Und mit der Frau sollten wir auch noch sprechen. Erholt sich.
Goody. How is the sanitary situation? When people buy guns instead of medication. Okay. Nein. Ist Ihr Bruder... Also, ist Ihr Bruder Ihr Komplize? Loretta, is your brother your accomplice, or are you just using him? I would never take advantage of Mason's handicap. He is my brother. He is the person I cherish the most. But if he's not careful, he could make a deadly mistake. You have to be aware of that. He is blind, not stupid. He's always been the brains of the family, and the Swanborough cordial was his idea in the first place. Ah, okay. Schön, das zu sehen. Schön, das zu hören, eher gesagt. Handel. I'd like to see what kind of... Es heißt... Funktion mit einer größeren lateinischen Liste Inhaltsstoffe. Dieses Gegenstand kann in wiederverwendbaren Teil. Wir könnten das sogar kaufen. Nee, danke. Wir reden mal mit Benjamin Palmer. Good evening. I'm afraid How are conditions in Whitechapel these days? I hear gunshots every night. It's just like the war in the trenches, Doctor. I can't stand it. Okay. Okay, haben wir A nicht gun? viel. Das heißt... Uns fehlt noch ein Hinweis. Bei ihm finden wir 2 Hinweise. Mal gucken. Ist der Typ nicht da hinten? Kann wir hier ihnen hinterhergehen? How are you? I'm not your... I'm ready for whatever's coming. Der Junge scheint mutzig zu sein, Goodbye, aber wirklich ein bisschen dumm. Würde ich behaupten. Er ist wirklich ein bisschen dumm. Jetzt. Wohin? Wohin? Nein. Hä? Ah, ich hätte bestimmt mich hier irgendwo verstecken müssen, It's oder? locked, all right. Ach, wie fies. Was ist mit ihm? You look and smell worse than the shit in the gutter, old man. It's all a bloody joke to you, isn't it? Stealing drugs from the sick and suffering. Me? I'll not die in some piss-stinking alley reeking worse than a week-old lavvy. Bloody heart, boy. Keep on digging through the rubbish, that's all you're good for. Someday you'll understand. You've wasted your life away. Okay, die haben echt Ehekrieg. Okay. Ich glaube, ich muss ihn verfolgen. Drugs from the sick and suffering. The wet boots will be proud of me. Albert. Aber ich wusste nicht wohin, also... I won't end up another drunk arsehole littering the streets. Not me. Auf jeden Fall muss ich ihn, glaube ich, beobachten. Okay, los geht's. Geh weg von der Ecke. Geh wieder runter zu der Treppe. Außerdem bist du nicht ein bisschen zu jung, um zu rauchen?
Okay. Ah, geht weiter. Versuchst du da gerade einzubrechen? Nein, Junge. Weiter geradeaus gehen, bitte. Oh. Ich hasse das, wenn die das nicht... Wenn es nur eine bestimmte Scheiße geht. Jetzt treffen die sich hier wieder und dann meckern sie sich gegenseitig wieder an. You look and smell worse than the shit in the gutter, old man. Sort of bloody joke to you, innit? Drugs for the sick and suffering. Me? I'll not die in some piss-stinking alley reeking worse than a week-old lavvy. You have a black bloody heart, boy. Keep on digging through the rubbish, that's all you're good for. Ja, und danach sollte ich echt mich hier hinten kümmern. Ich muss hier noch ein paar Leute kennenlernen hier. Hier sind ja ein paar Leute, die ich noch nicht kenne. Oh, someday you'll understand. Aber hier kenne ich jetzt. Ja. Krankenhaus. Ja, auch. Außer hier, da fehlt uns immer noch einer. Wo ich immer noch nicht weiß, ob mir irgendwas da fehlt. Ja. Stand. You've wasted your life away. Ah, geht nochmal nach unten. Jetzt vielleicht? Bitte brich nicht in irgendein Haus rein und geh wieder nach oben. Jawohl, geht jetzt in die Richtung. Oh, wo muss ich denn hin? Wo? Aber wo? Wo wäre das? Wäre das hier oben? Nee. Von der anderen Seite vielleicht? Ah, von hier. Ah, okay. Oh, er macht es selber. Ah, there it is. Harmonil for severe anxiety and nervous disposition. Thanks for nothing, old fart. I'll get a good price for your precious pills. Aha. Da oben muss ich wieder lang. So. Hey. How are you, boy? I'm not your... Ich bin nicht ihr Boy. Ja, ist mir doch egal. Über die Beziehung zu deinem Vater. It is clear that you have a somewhat contentious relationship with your father. Oh, really? Nothing clever to say? He's an alcoholic. That must make life difficult. Oh, no, it's perfectly fine. No money, no home, no friends to lend a hand. My father should have died in France. Es könnte gefährlich sein. Er verdient Geduld für die Erlittene. Du bist hier das Problem. Er könnte gefährlich sein. Aber... Er verdient Geduld für das Erlittene, finde ich. I fought in France, just like him. I know what he endured. He deserves your patience and your sympathy. Did you abandon your family? Were you so drunk you did nothing when your wife got sick? No? Then you're nothing like him. Nein!
Nein, ein Hinweis verloren. Nein, das ist gemein. Why did you try to steal your father's medication? Why shouldn't I? What has he ever done to earn my respect? Your father seems to hold quite a grudge against you. Man's a walking gin bottle. I ain't seen him sober since he got back from the war. But the gun? Now that is a surprise. Goodbye, young man. Tja. Dann reden wir doch mal mit dem Vater. Auch wenn ich einen Hinweis verloren. Habe ich bei ihm auch einen Hinweis verloren? Nee. Da müsste... Ja. Good evening. I'm afraid... Da. Your suspicions concerning Albert were legitimate, but were you sure he was guilty when you shot him? Tell me the truth, Benjamin. No, I wasn't. I just went mad without realizing what I was doing. My God. I almost shot him. You had better speak to Albert. You need to clear the air. He has to understand what you endured, and you must listen to him talk about his pain. I'm afraid it's too late. I pointed a gun at him for the sake of a few pills. Ja, damit hätten wir das, glaube ich, ein bisschen klären können. A gun out. Aber bei uns fehlt hier noch ein Hinweis. Und das hat, glaube ich, nichts mit ihm zu tun, oder? Ja. All the good boys join the army and the scum turn criminal. It's a shame, really. Okay. Mal gucken. Gangs are ruining this neighborhood, if you ask me. Aber das Problem ist ja, wenn wir da schon dabei sind, If I could get some working. besteht ja die Pillen von seinem Vater. Das ist ja gegen Ängste und Panikattacken wahrscheinlich. Ist ja kein Wunder, dass er sich denn mit Alkohol volltrinkt, weil das seine Ängste und so ein Kram wahrscheinlich verschwinden. Zwar ist es auch keine Ausrede, was er da macht. Wenn er das sein, ich weiß nicht, er hat einen Krieg und ich glaube, die Realität ist ja noch schlimmer als alles andere. You look and smell worse than the shit in the gutter, old man. It's all a bloody joke to you, isn't it? Drugs from the sick and suffering. Me? I'll not die in some piss-stinking alley reeking worse than a week-old lavvy. Bloody heart, boy. Keep on digging through the rubbish, that's all you're good for. Someday you'll understand. You've wasted your life away. Ich glaube, das ist für beide schwer. Für beiden ist es einfach nur schwer. Für ihn und für ihn. Someday you'll understand. You've wasted your life away. Bloody heart, boy. Kramt einfach nur Müll raus. Bist du da mal fertig? Geht doch. Ich will nur wissen, wo du hingehst. Als ob du jetzt einfach nur dahin gehst und trinkst. If I could get some working, everything would be better.
Dann hör auf das Trinken. Hör einfach auf damit. All the good boys join the army and the scum turn criminal. It's a shame. Ja, du musst auch fragen, hey, du musst auch, und das liegt auch ein bisschen an dir selbst. The gangs are ruining this neighborhood, if you ask me. Okay, mehr macht das irgendwie nicht. Das ist mir zu doof. Wir... Guck mal, er steht da schon. Ist das jetzt soweit? Nee. Die meckern sich nur noch gegenseitig an. Das ist so unschön. Ah, ja. Würdest du jetzt... Danke. Hui. Die Frage ist... Nach unten lang, glaube ich. Ja. Ich hoffe, komme ich da durch? Ja. Ha, ich sneak mich da durch. Ah, ja, okay. Ja. So, jetzt werden wir einfach die Bürger untersuchen. So. Good evening, Miss Ashbury. And good evening to you, Dr. Reid. Über die lokale Ursache der Epidemie. I'm investigating the source of the epidemic in this district. Have you noticed anything unusual recently? A few days ago, I spotted a strange house while campaigning for women's suffrage. Awful smell. No answer when I knocked. Where is it? It's the Mullaneys, a nice family who live in a big house near the park in the eastern part of this neighborhood. Okay, danke schön für deine Antwort. Goodbye, Charlotte. Give my best regards to your mother when you see her. She's been quite busy these last few nights. Ja, das wissen wir.